Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit der offiziellen Ankündigung, wann der FEC losgeht. Also die Frage, wann FEC, wurde endlich beantwortet. Es ist der 23. April. Und ja, wir haben hier ein paar Infos bekommen. Noch lange nicht alle Infos, aber schon mal, naja, das Wichtigste auf jeden Fall, wann es losgeht und schon mal so grob, wie der Plan ist. Genau, das ist das aktuelle Titelbild. Dann die Seite wurde leider kaum aktualisiert. Ich finde es auch interessant, dass sie hier einfach die Items aufgelistet haben, aber steht nicht mal dabei, welche Box, weil es gibt ja mehrere Boxen, die so aussehen. Es gibt mehrere Boxen, die so aussehen. Es ist zwar höchstwahrscheinlich Vitaltrink und Potion. Also nicht nur höchstwahrscheinlich, es ist es. Wir haben auch noch eine Auflistung auf einer anderen Seite, aber ja, diese Seite hier ist relativ, naja, ist nicht so heftig. Aber, hier kann man sich jetzt auf jeden Fall pre-registraten. Müsst ihr einfach nur auf die Fly Universe Website gehen oder universe.flive.com/fec/2026 oder Link in der Videobeschreibung und euch hier anmelden. Wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr dann einen Code, das wird auch gleich nochmal erklärt, aber ich sage es jetzt schon mal, ihr bekommt dann einen Code und diesen Code solltet ihr euch unbedingt irgendwo aufschreiben oder kopieren in eine Textdatei oder Word-Datei oder so, damit ihr den zum Serverstart am Start habt. Weil anders als in den Vorjahren kann man sich diesmal gar nicht mit einem festen Charakternamen schon mal anmelden, sondern lediglich man meldet seinen Account an und dann muss man sich am Tag des Serverstarts tatsächlich einen Charakter erstellen, einloggen und dann den Coupon einlösen. Ja? Also das heißt, man muss sich auch noch gar nicht festlegen, namenstechnisch zumindest nicht. Genau, aber man muss sich auf jeden Fall den Couponcode aufschreiben, damit man den am Serverstart auf jeden Fall zur Verfügung hat und in-game dann einlösen kann. Auf Taste U, Coupon und dann einlösen. Genau. Ja, dann zu den Infos. Wie gesagt, das ist diese allgemeine Info-Dingens. Das findet ihr unter News einfach. Fly World Championship 2026. Hier ist eben auch diese Pre-Registration-Seite verlinkt. Die Pre-Registration, also der Zeitraum dafür, ist eben ab jetzt bis zum 22. April 23:59 UTC. Ja, also lange genug, würde ich mal sagen, dass man sich da anmelden kann. Genau. Dann wird es hier eben nochmal so erklärt, wie ich es gerade schon erklärt habe. Und die Belohnungen, also hier nochmal aufgelistet, ist eine Flask-Box, 5-mal, Vitaltrink Refresher heute 5-mal, also das sind die beiden Boxen, die uns nicht bekannt waren, von dem Bild her zumindest. 5 Power Scrolls, 5 Amplis, Extra Back 15 Tage, Velocity 5-mal, 3-mal Resurrection und 5-mal Great Eel. Ja, ich würde sagen, es ist gut. Ich persönlich hätte mir eine Eintages-FEC-Flask oder so gewünscht, ja, vor allem für die Free-to-Play-Spieler. Oder auch für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollen oder so. Aber gut, war klar, dass sie das jetzt nicht unbedingt machen. Die Value, würde ich aber sagen, ist okay. Kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren. Vor allem als Vagrant, Power Scroll und so ist tatsächlich ziemlich heftig. Also, ich würde sagen, es ist fair. Ja, es ist nicht zu viel, es könnte mehr sein, aber es ist auch nicht zu wenig, weil es könnte auch deutlich weniger sein. Genau. Man kann sich nur einmal pro Account vorab registrieren, logischerweise. Diese Belohnungen bekommt man nur, wenn man sich auch tatsächlich während der Zeit jetzt, also bis zum 22. April, tatsächlich erfolgreich pre-registriert hat, logischerweise. Man kann keinen Charakternamen, also man kann keinen Charakter vorab erstellen, aber gut, das ging noch nie. Aber man kann auch keinen Namen reservieren, ja, das habe ich auch schon gesagt. Alle Charakternamen werden auf einer wer zuerst kommt, mal zuerst Basis vergeben, wenn der Server startet. Finde ich, ist eine interessante Entscheidung, aber finde ich auf der anderen Seite auch gar nicht so schlecht, weil ich wette, es wurden durch die Vorabregistrierung auch oft schon Namen geklaut von anderen Leuten, also absichtlich, wenn man weiß, oh, mein Kumpel will da anfangen, klaue ich ihm mal den Namen, um ihn zu ärgern. Ist bestimmt schon häufiger vorgekommen, oder meistens sind es wahrscheinlich keine Kumpels, sondern meistens sind es wahrscheinlich Leute, die sich gegenseitig hassen. Ja, ziemlich kindisch, aber passiert halt immer noch täglich, leider. Deswegen kann man das irgendwo verstehen. Genau. Wenn ein anderer Spieler einen Charakter erstellt mit dem Namen, den du willst, bevor du es machst, ja, dann hast du eben dann hat er den Vorrang. Das bezieht sich, glaube ich, auch schon auf den Transfer, dieser letzte Punkt.
Ja, aber die Transferregeln gibt es ja dann am Ende vom Server sowieso nochmal extra. Ja, und dann das Startdatum, wie gesagt, April 23. Das Ende ist noch nicht bekannt. Finde ich gut, dass sie das gar nicht sagen, weil ehrlich gesagt war das echt in den vergangenen Jahren schon ein bisschen ärgerlich, dass sie einfach immer irgendein Enddatum ankündigen und dann am Ende immer verlängern um 3 oder 4 Wochen. Dann kündige das Ende halt einfach nicht an, wenn du es eh nicht weißt, ne? Daraus haben sie anscheinend gelernt. Jetzt gibt es kein Enddatum, kein festes, also kann man sich auch nicht drüber lustig machen, beziehungsweise sich auch nicht drüber aufregen, wenn es dann doch länger geht. Im Endeffekt ändert es eigentlich nichts, aber naja, man fühlt sich dann zumindest nicht so vor den Kopf gestoßen. Und wenn die Leute noch kein Enddatum in Aussicht haben, ist es vielleicht auch besser für die Wirtschaft, weil wenn das Ende wirklich erst sehr knapp verschoben wird, also mal angenommen, das Ende wäre jetzt Anfang Oktober, dann wäre ja schon ab Anfang, spätestens Mitte September, wenn da noch keine Verlängerung bekannt gegeben würde, ich meine Mitte September wäre es wahrscheinlich schon bekannt gegeben, aber mal angenommen, es wäre dann noch keine Verlängerung bekannt gegeben, würden die Leute ja komplett ausrasten, weil sie wissen, oh, in 2 Wochen endet der Server. Und wenn es dann nochmal um 3 Wochen verlängert wird, dann sind die Leute schon ausgerastet, der Markt ist komplett explodiert, ja, und das kann man halt nicht mehr rückgängig machen. Aber wenn du da das Ende gar nicht bekannt gibst, dann sind die Leute vielleicht nicht ganz so extrem, was dann diese Endphase des Servers angeht, was vor allem die Preise angeht. Genau, dann die großen Events, aber wie gesagt, dazu haben wir jetzt noch keine Details, sind Level Reach, Equipment Exchange, PvE Ranking und PvP Tournament. PvE Ranking ist im Endeffekt PvE-Event, das ist gleich wie das PvP-Event, nur wesentlich kleiner, mit wesentlich geringeren Belohnungen. Man tötet Bossmonster in der Gruppe und die schnellsten bekommen dann eben die Belohnung. Equipment Exchange ist das mit dem goldenen Equipment, das ja in der Regel immer so Pi mal Daumen, also zumindest die Waffen, 10% besser sind als die aktuell besten Waffen im Spiel. Und gut, Level Reach ist einfach zusätzliche Belohnungen fürs schnelle Leveln. Genau. Das PvP-Tournament hat eine Online-Vorausscheidungsphase, das heißt, erstmal muss man sich online qualifizieren, bis man dann zum Offline-Finale, zum großen Finale nach Manila eingeflogen wird auf Kosten von Live Universe. Genau, und die genauen Details davon werden erst in der Zukunft bekannt gegeben. Ja. Und das war es hier eigentlich so das Allgemeine. Und dann haben wir noch eine Event Roadmap. Ja, das ist diese Grafik hier, die leider höchstwahrscheinlich auch wieder mit AI erstellt wurde. Ja, also warum leider, aber ich meine, wir haben echt viele Assets. Also ich verstehe nicht, warum sie denn immer Assets nehmen. Also auch die Charakter, die echt gut sind eigentlich. Ich verstehe nicht, warum die nie verwendet werden, sondern immer irgendwas mit AI kreiert wird. Das ist einfach für mich nicht verständlich. Weil das jetzt halt auch nicht wirklich besser aussieht als alles, was wir schon haben. Genau. Dann, genau, sind es Community-Events, in denen Spieler mitmachen können. Durch die Season übrigens, also FEC wird jetzt auch offiziell hier als Season betitelt. FWC 2026 is a season created together with the Live Community. Ja, also man lehnt sich wirklich stark in diesen Season-Aspekt. Das war ja sowieso schon länger so, dass Leute es von sich aus als Saison bezeichnet haben, wie in anderen Spielen, Diablo zum Beispiel oder auch WoW. Ja, und anscheinend sieht Gala das ähnlich und bezeichnet das jetzt selber auch schon einfach als FEC-Saison. Genau. Ja, das sind einfach Community-Events. Ich kann mir darunter ehrlich gesagt noch nicht viel vorstellen, auch nicht mit den Erklärungen hier. Also das erste wäre hier direkt im April. Da haben wir ein Guild Spotlight Video Showcase. Mit Gilden vom FEC-Server natürlich. Und da kann man dann ein Introduction, also ein Vorstellungsvideo der jeweiligen Gilde hochladen. Und das soll dann die Identität, die Ziele und die Highlights dieser Gilde vorstellen. Und wahrscheinlich auch dann dazu bewegt werden, um Spieler zu gewinnen. Ich meine, Gilden sind zwar eigentlich relativ irrelevant, muss man ganz ehrlich sagen. Sowohl auf dem FEC als auch generell im Game. Also es gibt nicht viele Dinge, für die du jetzt wirklich eine gute oder aktive Gilde brauchst. Es ist vorteilhaft in gewissen Aspekten, aber in vielen Aspekten auch fast komplett irrelevant. Ja, keine Ahnung. Und die Gilde wird halt auch am Ende vom Server gelöscht. Das ist immer das, was ich am schlechtesten finde beim FEC.
wenn du eine Gilde richtig hoch pusht im Level und so weiter, die wird halt am Ende gelöscht. Also deswegen ist das halt auch so ein Aspekt, warum so ein Guild-Highlight natürlich, ja, für manche mehr Sinn ergibt, für manche weniger. Dann im Mai beginnt ein Waffen-Skin-Konzept-Event. Und hier werden die Spieler tatsächlich eingeladen, ihre eigenen Ideen für Waffenskins einzureichen. Und da kann man dann auch eine Belohnung bekommen. Und die ausgewählten Konzepte werden eventuell, ist natürlich nicht sicher, als Inspiration für die letztendlichen Ingame-Belohnungen von diesem Event verwendet. Wie genau das abläuft, ist natürlich vollkommen unklar. Ich finde das jetzt auch ein bisschen ungenau, wie genau das dann abläuft, wie genau man diese Belohnungen auch bekommt. Ja, aber so viel dazu. Das gleiche im Juni, nur mit Kostümen. Also im Endeffekt mehr oder weniger genau das gleiche. Man kann kreative Ideen für Kostümthemen einreichen, die finale Belohnung beeinflussen können. Ja, können ist hier das wichtige Wort. May, was hier oben. Ja, hier ist auch May, genau. Also maybe, also vielleicht, ja, nicht sicher. Genau, da sollte man sich dann auch nicht zu viel Hoffnung machen. Es hat wahrscheinlich auch was mit Copyright zu tun, wenn dein Design zwar richtig gut ist, aber es ist vielleicht offensichtlich irgendwie zu sehr inspiriert von irgendwas anderem. Wobei das vielleicht in der Vergangenheit... Na, egal. Dann haben wir Juni bis August die schnellste und stärksten Gildenwettbewerbe. Da wird es einen Wettbewerb geben, in dem eben die Gilden auf dem FEC-Server teilnehmen können. Und da gibt es dann auch spezielle Events, also auch hier überhaupt nicht klar, um was es dann letztendlich geht. Ich persönlich vermute mal stärkste und schnellste Gilde. Das bezieht sich wahrscheinlich vor allem auf Anku, weil so ein ähnliches Event hatten wir schon nach dem Update, wo die schnellste Gilde, ich weiß nicht, was das andere war, die erste Gilde und die schnellste Gilde, ja doch, genau. Die erste Gilde ist quasi einfach die Gilde, die es als erstes schafft, Anku zu legen. Also könnte ich mir vorstellen, dass es hier das gleiche sein dürfte oder wird. Und die stärkste Gilde war die Gilde, die es am schnellsten schafft. Also als erstes ist das Schnelle und das Stärkste ist die niedrigste Zeit quasi. Genau. Dann September. Das finale Supporter-Aussehen, Community Showcase Event. Hier wird man in einem Community-Event teilnehmen können und Spieler können ihren Unique Supporter-Style teilen, was auch immer das bedeuten soll, und zusammen das Finale mit der Community anfeuern. Ich weiß nicht, was ein Unique Supporter Style sein soll, also vielleicht wie du persönlich den FEC anguckst und ich habe keine Ahnung, es ist sehr wishy-washy auf jeden Fall hier. Ja, und dann Oktober, das Season-Finale, Community Highlights. Am Ende der Saison guckt man zurück auf die Reise auf dem FEC und da gibt es dann verschiedene Events. Zum Beispiel nochmal Guild-Highlight-Clips für ein Guild-Spotlight-Video, kreative Ideen eben für Waffen und Kostüme, die Special Character Outfits, die halt von diesen Ideen abgeleitet sind oder auch nicht. Und keine Ahnung, Gildenpläne und Strategien für die FEC-Saison, warum man sich die am Ende nochmal anguckt. I don't know. Auf jeden Fall ist wohl das Ziel hier, die Kreativität und die Teilnahme der Community mehr in den Vordergrund zu stellen. Also sie wollen halt mehr mit den Spielern machen, was in der Vergangenheit tatsächlich wirklich auch nicht so war, kann man sagen. Und alle weiteren genauen Inhalte, wann was stattfindet und ein bisschen detaillierter oder auch wie man genau die Belohnungen jetzt dann tatsächlich bekommt, das wird alles für jedes Event separat angekündigt werden. Und kann sich jederzeit was ändern natürlich, ne? Ist eh klar, kann sich ja immer was ändern grundsätzlich. Und 2026 steht wohl im Fokus, also FEC 2026 steht wie gesagt schon stark im Fokus der Community oder die Community steht im Fokus. Genau. Und das waren die Infos tatsächlich. Relativ wenig
Also es wird viel gesagt, aber es wird viel geredet, wenig gesagt, kann man fast sagen. Vor allem auch das, was ich hier meinte, ne, es ist hier zweimal der gleiche Charakter oder ja, egal. Ich finde es grundsätzlich cool. Da sind ein paar Sachen auch, die ich in der Vergangenheit schon mir gewünscht hatte. Also, dass man einfach als Spieler sagen kann, hey, überlegt euch doch mal diesen Skin, diese Skin-Idee, ja, und auch dieses Kostüm. Also, dass man da mehr auf die Community hört, weil ich meine, ist ja logisch, die Leute, die das Spiel spielen und auch Geld ausgeben, ich meine, du solltest vielleicht schon ab und zu mal die fragen, was wollt ihr denn eigentlich für Skins haben? Also ich meine, wir verkaufen euch jeden Tag Skins sozusagen oder alle 2 Wochen gibt es ja immer mindestens ein neues Speedset, oftmals inklusive Waffenskins oder so. Also dass man da mindestens einmal im Jahr die Leute fragt, hey, was wollt ihr denn eigentlich? So ungefähr, das ist, denke ich, das Minimum, weil das ja auch die Leute sind, die es kaufen letztendlich. Und ja, dass hier so viel mit Gilden stattfindet, finde ich persönlich jetzt, wie gesagt, nicht ganz so cool. Also, oder ja, also ich meine, ich finde es halt schwierig, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt auf Buro denke oder auf dem Original Server schon eine Gilde habe, die habe ich auch hochgezogen, da habe ich schon viel Zeit und Energie reingesteckt, dann habe ich ja nicht unbedingt Lust, das Gleiche auf dem FEC nochmal zu machen. Und klar muss man das nicht zwingend, aber irgendwie halt schon. Ich meine, wenn ich ein Gildenvideo aufnehmen muss, mir Pläne und so weiter überlegen muss, wo ich auch dann besser dastehe als andere Gilden, wenn es um Belohnungen geht und so, oder auch schnellste und mächtigste Gilde, ich meine, da muss man sich schon drum kümmern, muss man das organisieren, muss man Leute anschreiben, anwerben. Also das ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden, ja, das geht jetzt nicht einfach so mal. Und ja, also finde ich ein bisschen zu starker Gildenfokus für mich persönlich. Weil für Leute, die jetzt nicht ganz so gildenlastig unterwegs sind, lese ich hier halt quasi eigentlich gar nichts raus, kann man fast sagen. Also, und das ist halt schon ein bisschen schade. Ich meine, klar kann man sagen, es ist ein MMORPG, es ist ein Online-Game, definitiv. Aber ich meine, ich bin auch ein Teil der Community, wenn ich nicht in der Gilde bin. Beziehungsweise, wenn ich nicht Teil einer großen Gilde bin, dann bin ich doch trotzdem Mitglied der Community. Und die werden hier irgendwie nicht ganz so bedacht, habe ich das Gefühl. Darf man halt auch nicht ganz vergessen. Genau, ja, also wichtigste Info letztendlich, es startet am 23. April. Ich weiß nicht, wie es für die meisten Leute aussieht. Für mich persönlich kein so schönes Datum tatsächlich. Ich hätte es mir eher wieder im Mai gewünscht, um ehrlich zu sein. Ja, muss man mal gucken, wie es so angenommen wird. Aber das Datum wird jetzt wahrscheinlich sich auch nicht mehr ändern. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch anmeldet und euch den Code aufschreibt. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Schaut auch gerne im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.